Hallo zusammen Freunde, hier ist Olja. Wir backen einen Kuchen im Raffaello-Stil. Wir rühren den Teig an und backen ihn direkt in der Pfanne, ohne Mixer, Backofen und schmutziges Geschirr. In buchstäblich 5 Minuten aktiver Arbeit, inklusive Backzeit. Das ist mein kleines Experiment. Zuerst benötigen wir eine Pfanne mit einem Durchmesser von 24, 25 oder 26 cm. Wenn Sie von der Qualität Ihrer Pfanne überzeugt sind und nichts daran kleben bleibt, dann kneten Sie den Teig mutig direkt in der Pfanne. Wenn Sie nicht sicher sind, dann legen Sie den Boden mit einem Kreis aus Antihaft-Backpapier aus oder ein gewöhnliches Backpapier mit etwas Öl einfetten. Dementsprechend kneten wir den Teig separat in einer Schüssel. Ich zeige euch, wie man den Teig direkt in der Pfanne zubereitet, um kein schmutziges Geschirr spülen zu müssen. Also in eine saubere, trockene Pfanne schlagen wir 2 Eier beliebiger Größe. Diesmal sind alle Produkte direkt aus dem Kühlschrank, da das Rezept sehr schnell geht. Wir geben 100 Gramm Zucker dazu, das sind 4 gehäufte Esslöffel, eine Prise Vanillin für ein angenehmes Aroma oder 1 bis 2 Teelöffel Vanillezucker und fügen außerdem eine Prise Salz für den Ausgleich der Geschmäcker hinzu. Danach geben wir 130 Milliliter Milch hinzu, das ist etwas mehr als ein halbes Glas mit 250 Milliliter Fassungsvermögen oder 8 Esslöffel. Als nächstes fügen wir 70 Milliliter raffiniertes Pflanzenöl hinzu. Das sind ungefähr 5 Esslöffel. Nach Belieben können Sie anstelle von Pflanzenöl dieselbe Menge Butter hinzufügen. Die Zutaten vermischen wir direkt in der Pfanne mit einem Silikonspatel oder einem Silikonbesen. Sollten Sie befürchten, dass der Zucker die Teflonbeschichtung beschädigen könnte, dann lösen Sie ihn bitte vorher vollständig in der Milch auf. Anschließend geben wir noch 30 Gramm Kokosraspeln hinzu. Das sind 3 gehäufte Esslöffel. Wenn Sie nicht so viel Kokosraspeln haben, können Sie weniger hinzufügen. 1 oder 2 Esslöffel oder ganz weglassen. In diesem Fall geben Sie bei Bedarf einfach etwas mehr Mehl hinzu. Als nächstes geben wir ein Päckchen 10 Gramm Backpulver hinzu und sieben durch ein Sieb etwa 160 bis 180 Gramm Mehl, abhängig von der Größe der Eier. Das ist ein Glas mit 250 Milliliter gehäuft plus ein Esslöffel. Ich empfehle nicht, das gesamte Mehl auf einmal hinzugeben, da die Produkte bei jedem unterschiedlich sind und Sie eventuell etwas mehr oder weniger Mehl brauchen könnten. Orientieren Sie sich wie immer an der Konsistenz des Teiges. Sie sollte ungefähr so sein wie bei mir. Kneten Sie den Teig mit einem Spatel oder Silikonbesen. Der Teig ist weder zu dick noch zu flüssig. Er fließt wie ein Band vom Spatel. Wir fahren den Rändern der Pfanne entlang und entfernen die Teigreste. Ich weise darauf hin, dass ich die Pfanne nicht eingefettet habe. Sie können sie zur Sicherheit mit Pflanzenöl einfetten. Das ist Ihnen überlassen. Als nächstes habe ich auf dem Gasherd einen kleinen Brenner. Ich drehe die Flamme auf die kleinste Stufe. Die Pfanne stellen wir genau in die Mitte, damit sie von allen Seiten gleichmäßig erhitzt wird. Wir legen den Deckel darauf. Beim Backen wird sich Kondenswasser bilden. Man geht hin und wischt es mehrmals mit Servietten oder einem Küchentuch ab. Nach etwa 30 bis 40 Minuten Backzeit ist der Kuchen gut aufgegangen. Die Ränder sind fest, aber die Mitte ist flüssig. Wir gehen mit dem Spatel darüber und schauen hinein. Wenn eine Seite gut gebacken ist, drehen Sie den Kuchen am besten auf die andere Seite. Wenn er hell ist, lassen Sie ihn weiter backen. Möglicherweise müssen Sie ihn gar nicht wenden. Das alles ist individuell, hängt von den Besonderheiten, der Hitzeentwicklung und der Pfanne selbst ab.
Gehen Sie mit einem Spatel an den Rändern entlang und lösen Sie ihn von der Pfanne. Dann die Oberfläche mit Antihaft-Backpapier auslegen, einen Teller darauf legen und umdrehen. Den Kuchen unter geschlossenem Deckel noch für ungefähr 10 Minuten fertig garen. Da Herd, Pfanne und die Heizleistung bei jedem unterschiedlich sind, kann die Garzeit abweichen. Achten Sie auf die äußeren Merkmale und schauen Sie vorsichtig unter den Rand, damit der Kuchen auf keinen Fall anbrennt. Die Garprobe des Kuchens machen wir mit einem Zahnstocher. Danach können Sie den fertigen Kuchen auf einen Teller legen oder, wie ich, ihn wieder in die Form zurückgeben. Aber vorher müssen Sie das Backpapier entfernen, den Kuchen mit einer Gabel einstechen. 150 Milliliter Milch erwärmen wir, bis sie richtig heiß ist. Fügen Sie 2 Esslöffel gezuckerte Kondensmilch hinzu. Sollte im äußersten Notfall keine Kondensmilch zur Verfügung stehen, lassen Sie diese einfach weg. Mit dieser heißen Milch tränken wir dann den gesamten Kuchen. Ich mache das persönlich mit einem Löffel, damit der Kuchen auch wirklich gleichmäßig durchtränkt wird. Wir lassen den Kuchen für eine kurze Weile in der Pfanne. In der Zwischenzeit breche ich eine Tafel weiße Schokolade, meine wiegt 80 Gramm, in kleine Stücke. Die Schokolade schmelzen wir dann in der Mikrowelle mit kurzen Impulsen oder über einem Wasserbad. Selbst wenn noch ein paar ungeschmolzene Stücke übrig sind, nehmen wir es vom Herd und rühren es auf dem Tisch fertig. So bleibt die Glasur schön flüssig. Wir geben einen Esslöffel raffiniertes Pflanzenöl hinzu. Dann verrühren wir alles gut. Gießen Sie die Glasur auf den Kuchen. Streichen Sie sie glatt. Danach teilen wir den Kuchen mit einem Plastikspatel, Teigschaber oder vorsichtig mit einem Messer in portionsgerechte Stücke. Von oben bestreuen wir mit Kokosraspeln oder, wenn vorhanden, mit Mandelblättchen. Ich habe beschlossen, es richtig opulent zu machen mit Kokosraspeln und Mandelblättchen. Ich hebe ein Stück mit dem Spatel heraus. Im Inneren befindet sich ein wunderbar weicher, fluffiger Teig. Der Kuchen ist keineswegs durchnässt, sondern lediglich leicht feucht aufgrund der Tränkung. Geschmacklich erinnert dieser Kuchen an Raffaello Pralinen. Insgesamt ist der Kuchen von mittlerer Süße und stellt einen vollwertigen Tortenersatz dar. Er schmeckt köstlich und ist zudem einfach zuzubereiten. Probieren Sie ihn unbedingt aus. Wenn Ihnen dieses Rezept gefallen hat, unterstützen Sie mein Video mit einem Like und einem Abo. Ich freue mich auf eure Rückmeldungen in den Kommentaren. Ich wünsche euch allen einen friedlichen Himmel. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Macht's gut.